Warum machen Sie oder Sie es dann nicht einfach so wie diese süßen Tierchen hier? Das sind Furries, Menschen, die viel lieber Wolf, Tiger oder Drache sind als Bürohengst, Aktenpfleger, Malocher und so weiter. Vollkommen natürlich. Als König der Löwen kann man gerne mal die Sau rauslassen und alle Konventionen abstreifen. Am liebsten unter tausenden anderen Pelzigen in Europa. Zoomania heißt hier Furry Convention. Gestatten André und Franziska, 26 und 28 Jahre alt. Zwei Berlin-Touristen mit einem Hobby, sagen wir mal, der anderen Art. Sie sind Furries. Zu Deutsch Pelzige. Für sie ist heute ein ganz besonderer Tag. Denn in der Hauptstadt findet das europaweit größte Meet and Greet für Fellfreunde statt, die Eurofurence. Rund 2500 Furries sind zu der Convention gepilgert, um dem Anthropomorphen, genauer gesagt dem Menschlichen in Tiergestalt zu huldigen. Der haarige Kult entstand in den 80ern innerhalb der Science-Fiction-Szene. Dahinter steckt dann zwar ein Haufen Arbeit, den man reinsteckt, vor allem je länger man das anhat, je wärmer das Ganze wird, aber die ganze Arbeit wird auch tatsächlich durch die Reaktion, durch die Freude der Menschen belohnt. Es ist einfach toll zu sehen, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und wie sie dann auch direkt auf einen zukommen. Und das viel mehr, als wenn man halt ein normal gekleideter Mensch unter normal gekleideten Menschen ist. Für mich ist das Fursuiten quasi der komplette Ausstieg aus dem Alltag. Mit dem Fursuit der Möwe kann ich auf jeden Fall leicht auf Leute zugehen, rumalbern, sie zum Lachen bringen, was mir wahrscheinlich ohne den Fursuit nicht ganz so leicht fallen würde. Das dicke Fell für sonst eher zurückhaltende Menschen tragen die beiden nur zu besonderen Anlässen. So ein Fursuit ist schließlich nicht von der Stange, sondern maßgeschneidert und kostet schon mal über 1000 Euro. Der Großteil des gemeinen Furry-Daseins spielt sich auf solchen Treffen und in Internetforen ab. Etwa 15.000 Furries gibt's allein in Deutschland. Warum reicht ihnen das Menschsein nicht? Normalerweise entwickeln wir eine Figur, die wir mögen oder gerne verkörpern würden. Ich bin heute ein kleiner Tiger. Der ist ein kleiner, lustiger, quirliger Kerl, der gerne Spaß hat. Und darum geht's ja schließlich. Wenn ich die Wahl hätte, wäre ich lieber Fuchs als Mensch. Ich würde lieber wild sein, durch die Wildnis und Wälder laufen, statt Menschendinge zu tun. André ist seit rund einem Jahr dabei. Der leidenschaftliche Rollenspieler meldete sich bei einem Furry-Forum im Netz an. Das bescherte ihm Freundin Franziska und seine eigene Fursona, ein tierisches Alter Ego. André fühlt sich stark zu einem ganz possierlichen Tierchen hingezogen, dem Honigdachs. Noch spart er auf den maßgeschneiderten Dachspelz. Ich habe den Honigdachs als meine Fursona gewählt, weil er durchaus Eigenschaften hat, mit denen ich mich entweder identifizieren kann oder die ich wunderbar finde, wie zum Beispiel Mut, Selbstbewusstsein, Frechheit und den Drang zur Freiheit. Franziska ist schon seit über 10 Jahren Furry und mit Herz und Seele Möwe. Das Tier kann fliegen und ist irgendwie frei, findet die Doktorandin. Als Möwe nennt sie sich Jorinda. Der erdverbundene Honigdachs und die freie Möwe, zwei ziemlich verschiedene Arten. Kann das im Alltag funktionieren? Es gibt manchmal so einen flapsigen Spruch nebenbei, wenn die Möwe wieder mal die Kekse geklaut hat. Vögel klauen alles. Man schenkt sich gegenseitig manchmal auch Bilder von den Charakteren, mit den Charakteren, in Situationen, die man im Alltag erlebt hat, die man lustig fand. Also zum Beispiel, dass man im Urlaub was erlebt hat und das dann zeichnerisch umsetzen lässt. Auch auf der Eurofurence gibt es jede Menge für Kreaturen mit Hang zum Kreativen. Zum Beispiel Porträts von internationalen Zeichenkünstlern, Must-Haves für den Furry-Haushalt, Versatzteile für den nächsten Fursuit. Doch auch für Tanzmusik und körperliche Ertüchtigung ist überall gesorgt. Wem das alles zu heiß wird, der kann sein durchgeschwitztes Fell hinter den Kulissen trocknen. Sven ist Furry der ersten Stunde. Vor 22 Jahren veranstaltete er die erste Eurofurence. Seither hegt und pflegt er die wachsende Gemeinschaft.
Man hat jetzt auch viel mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit natürlich. Wir waren damals so ein kleines verschworenes Grüppchen Geeks und haben uns irgendwo in der hintersten Ecke irgendwo getroffen, wo wir dachten, oh mein Gott, was wird die Welt von uns denken? Und mittlerweile ist es überhaupt kein Problem, hier mit 2000 Leuten in Berlin aufzutauchen und alle freuen sich, dass wir da sind. Also das ist ziemlicher Irrsinn. 5 Tage lang feiert die tierische Community in Berlin. Unsere Möwe Jorinda und ihr Honigdachs Purpus, derzeit noch im Luchsgewand, freuen sich schon auf das nächste Treffen. Obwohl Freunde und Verwandte ihre tierischen Alter Egos akzeptieren, unter ihresgleichen können sie völlig entspannt anders und dabei ganz sie selbst sein.